Good evening and good morning to everyone. Also schönen Abend und auch guten Morgen euch allen. Because for me it's after 5 in the morning. Bei mir ist es gerade kurz nach 5 morgens. Okay, so today's talk is going to be about brain formatting and consciousness. Und unser heutiger Vortrag handelt um das Gehirnformatieren und Bewusstsein. And so first of all, some of you already probably know formatting very well, but I'm still going to do an introduction into it. Und einige von euch kennen das Formatieren bereits, wahrscheinlich sogar sehr gut, aber ich werde trotzdem eine Einführung darüber geben. So first of all, the balanced triangle is the NK triangle model of kinesiology. Und das Balance-Dreieck, das wäre jetzt hier so das NK-Dreieck, Balance-Dreieck für die Kinesiologie, für NK. It's a balanced model. Das ist einfach so ein Balance-Modell. So, and this says that interconnected are the energy structures, the anatomy and physiology, and the psychology. Und was es verbindet, sind die energetischen Strukturen, die Anatomie und Physiologie und die Psychologie. And like all good systems of kinesiology, in NK we have our own triangle. Und natürlich wie alle guten Systeme in der Kinesiologie hat auch die NK ihr eigenes Triangle oder Dreieck. So in NK what we do is we use formatting as a way of accessing the stress on the different aspects of the triangle. Und was wir eben jetzt tun in der Kinesiologie, in der NK, ist über die Formate den Stress quasi, einen Zugang zu dem Stress zu finden, über die verschiedenen Aspekte. So for me, when what we call an acupressure format is what I describe them as stress revealers. They reveal if there's stress somewhere in any of these structures. Und so wie ich die Akupressur-Formate beschreibe, ich sage immer, das sind quasi so Stressanzeiger. Ja, das heißt, die zeigen mir an, wo sich Stress befindet. And so what you see is that when someone has an imbalance in their system that's usually dependent on an issue. Und es zeigt uns dann auch, wenn jemand eine Imbalance hat hier in diesem System, dann heißt es, der oder diejenige hat auch ein Problem quasi mit diesem Thema. What you'll see is that when you look at the different points of the triangle, you'll find interconnected series of imbalances. Und wenn ihr euch die verschiedenen Dreiecksspitzen hier anschaut, dann seht ihr da quasi auch die Verbindungen zwischen den einzelnen Themen. You've got at one point the energy structures, which normally is usually meridians or chakras. Und zum einen habt ihr das Thema eben die Energiestrukturen und das sind meistens Chakren oder Meridiane. And often in kinesiology, that's where we do our intervention. Und häufig in der Kinesiologie ist es das der Ort, wo die Intervention stattfindet. You'll find some manifestation in the anatomy and physiology. Einige Manifestationen findet ihr auch in der Anatomie und Physiologie. And so this can be something like, for example, in kinesiology, we test muscles. So a muscle test might be out. Und in der Kinesiologie, da testen wir ja Muskeln. Und das könnte sich vielleicht dann zeigen, wenn ein Muskel nicht in Homöostase ist.
or you might have some pain, Oder wenn ihr Schmerzen spürt. which can either be like a structural or biochemical. Und das könnte natürlich ein strukturelles Problem sein oder auch ein biochemisches Problem. Or you could have any kind of biochemical imbalances in the body that could be related to nutrition, hormones, neurotransmitters, etc. Oder ihr habt irgendein anderes biochemisches Problem in eurem Körper und das könnte wieder zusammenhängen, vielleicht mit der Ernährung oder mit Hormonen oder Neurotransmitter oder was auch immer. And then you'll have as well imbalances in the psychology. Und dann könnt ihr zum Beispiel auch noch Imbalancen auffinden im Rahmen der Psychologie. And this is the way I look at it, it's the way people are behaving. Und wie ich das so sehe, das ist quasi die Art und Weise, wie sich die Leute verhalten. And so this could be emotional disturbances. Das könnten dann emotionale Ungleichgewichte sein, Thoughts, Gedanken, belief systems, Glaubenssysteme, archetypes, etc. Archetypen etc. But they're always interconnected. So when you work with, when you do a kinesiology balance, you're actually, activating all of these things, but we do the intervention normally at the energy level, at the energetic structures. Und wenn wir eine Kinesiologie-Balance vornehmen, dann aktivieren wir all diese verschiedenen Bereiche. Aber unsere Interventionen beschränken sich meist auf die energetischen Strukturen. So formats are made up, you have, finger modes. Und Formate bestehen zum einen aus Fingermodes. Such as this is gland mode. Das wäre jetzt hier zum Beispiel der Drüsenmode. And you have, here this is anatomy mode. Das wäre jetzt der Anatomie-Mode. So the, finger modes are mudras, which are representations of yoga asanas, which activate the chakra nadi system. Und die Fingermodes sind nichts anderes als Mudras. Man könnte auch sagen, kommen aus dem Yoga Asana oder aus dem Asana Yoga und aktivieren dann eigentlich das Nadi-System in uns. In chakra system. Und dadurch natürlich dann auch das Chakrasystem. Then you have acupoints. Dann haben wir die Akupunkturpunkte. And they're connected to the meridians. Die stehen wieder in direktem Zusammenhang mit den Meridianen. So in formats, what we've done is develop this is my model of formatting anyway, is that you're activating things through either the nadis or the 8 extra meridians or the 14 meridians, which are different energy systems. Und was wir jetzt beim Formatieren machen eigentlich, ist nichts anderes, als dass wir aus verschiedenen Systemen Dinge aktivieren, wie zum Beispiel aus dem Nadi-System oder aus dem 8-Extra-Meridian-System oder dem 14-Meridian-Energiesystem. Das sind einfach unterschiedliche Energieformen, die wir da aktivieren. And they... So it's like, my analogy of this, it's like, so if you play the piano, if you use one finger or you use, which is like a note, or you play with your whole hands and play chords. Und ich vergleiche es immer ganz gern mit dem Klavierspielen. Es ist so, wie wenn du nur mit einem Finger einen Ton anschlägst oder eben mit der ganzen Hand einen Akkord spielst. And then they connect, and of course the chord is has a lot more nuances to it. It's much more complex, and that's why formats are much more complex in revealing stress. Und natürlich ist ein Akkord
ist immer reicher an verschiedenen Nuancen als ein einzelner Ton, viel komplexer. Und das Gleiche zeigt sich dann eben auch in der Kinesiologie mit den Formaten. And so so that's the difference between using a chord like a format, which is a combinations of finger modes and acupoints, or you're using one finger, like just using an indicator point or a single mode. So formats are much more complex, reveal as the stress, than individual finger modes and acupoints or indicator points. Und eben, da vergleiche ich so gerne damit, dass ich sage, Formate sind eben eine Kombination aus Fingermodes und Akupressurpunkte. Und in dieser Komplexität spiegeln sie viel mehr diesen Akkord beim Klavierspielen wider, der viele verschiedene Facetten und Nuancen hat und viel komplexer ist und so deutlicher auch als Stressanzeiger, also wie er immer sagt, Stress Revealer, Stressanzeiger fundieren kann, als einzelne Akupressurpunkte. Wenn ich nur einzelne Akupressurpunkte halte, wäre quasi der Vergleich, ich schlage nur eine Note am Klavier an. Okay, so we know a lot about the meridian system normally, so I've just got some pictures of some nadis. Und wir kennen ja, die meisten von euch zumindest, das Meridiansystem. Jetzt habe ich hier ein paar Bilder vom Nadi-System, um euch etwas anderes zu zeigen. Another picture. Ein anderes Bild noch aus dem Nadi-System. Yeah, picture of chakras. Hier noch ein Bild aus dem Chakrasystem. So now let's talk about the brain. Gut, jetzt lasst uns über das Gehirn sprechen. So the brain and formatting actually follows a neurological model, or embryological model, I mean. Und das Gehirnformatieren folgt eigentlich einem embryologischen Modell. And you can see here, these are the main areas of the brain. Und hier seht ihr jetzt die Hauptbereiche des Gehirns. Here you've got the cortex, and within there you've got the limbic system. Und hier seht ihr in Grau den Kortex und da so ein bisschen drunter, kurz vor dem Roten, hier das limbische System. So they're connected to central vessel. Und diese Bereiche stehen direkt im Zusammenhang mit dem Zentralgefäß, Meridian. Then you've got these areas down here connecting to governing vessel. Dann habt ihr diese unterliegenden Bereiche, die stehen im direkten Zusammenhang mit dem Gouverneursgefäß, Meridian. So this red area is the diencephalon. Der rote Bereich ist ja das Diencephalon. The dark blue is the midbrain. Das dunkelblaue hier ist das Mittelhirn. Here this light green is the pons, including the cerebellum. Und hier dieses leicht grünliche ist im vorderen Bereich des Pons und im hinteren Bereich das Cerebellum, Kleinhirn. The medulla here, this pale red. Dann so dieses schwache Rot hier unten ist die Medulla. And this pale blue is the spinal cord. Und so dieses schwache Blau hier unten, da habt ihr das Rückenmark. And so when I say it's an embryological model is because these areas are the first areas that sort of develop in embryology. Und wenn ich eben sage, das richtet sich nach dem embryologischen Modell, dann ist es hier eben auch so. Das richtet sich nach den ersten Entwicklungsstufen im Embryo. So the prosencephalon is where you've got the cortex and limbic system. Und das Prosencephalon hier wäre zum Beispiel, wo wir jetzt den Kortex und das limbische System haben. And it also includes the diencephalon. Und es inkludiert hier auch noch das Diencephalon, also das Zwischenhirn. And you can see then it develops out the diencephalon, and then you get the telencephalon, which is cortex and limbic. Und dann entwickelt sich quasi das Diencephalon davon heraus und das Telencephalon hier unten, da habt ihr dann nochmal Kortex und limbisches System. Then you've got the mesencephalon, which is the midbrain. Dann habt ihr das pinke, das Mesencephalon, das wäre das Mittelhirn. The rhombencephalon is the pons and medulla. Das Rhombencephalon wäre Pons und Medulla. And then you've got the spinal cord.
Und dann ganz unten das Rückenmark. And so you can see as the embryology develops, these areas are the main, that's why I called them in the brain formatting work, the primary formats, because they're the main areas. Und ihr seht schon, wie sich das dann weiter herauskristallisiert in der embryologischen Entwicklung. Und deswegen nenne ich quasi in meinem Kurs Brain Formatting das auch die Primärformate, die sich dann daraus entwickeln. And there's another picture you can see of the embryology. It's at $29. Das ist noch ein weiteres Bild aus der Embryonalentwicklung hier im Tag 29. And then and this is from brain formatting where we do the primary areas and you can see the meridians that are associated with them. Und das ist jetzt so eine Tabelle aus dem Kurs Brain Formatting, wo wir ja quasi diese Primärbereiche des Gehirns formatieren. Und hier seht ihr den Zusammenhang jeweils mit dem Meridian. And the muscle tests, because, the cerebral cortex and limbic system are central vessel and that's supraspinatus. Und den Zusammenhang dann auch noch mit dem jeweiligen Muskeltest. Und das seht ihr, der Kortex und das limbische System stehen eben in Verbindung mit dem Zentralgefäß und dann dem Muskel supraspinatus, der getestet wird. And then you've got the governing and teres major. Und für den Rest habt ihr dann quasi das Gouverneursgefäß, das Meridian und den Muskel, den teres major. Looking at a couple of the areas. Wenn wir uns jetzt noch ein paar Bereiche ansehen. This is a picture of the limbic system. Hier habt ihr ein Bild des limbischen Gehirns. And some of the functions of the limbic brain. Und hier werden noch einige Funktionen aufgelistet des limbischen Gehirns. And so it's like the decision to be emotional. Zum einen treffen wir hier die Entscheidung, emotional zu sein. So if something happens, also wenn irgendetwas passiert, are you emotional or not? This emotion just comes within you, and so your brain decides that whatever event it is that there's an emotional response warranted, and you respond emotionally. Dann kommt die Emotion quasi von alleine. Das heißt, das Gehirn entscheidet, will ich hier emotional sein eben oder nicht. You have the subconscious emotions. Dann haben wir hier die unbewussten Emotionen. So these are the emotions, you're emotional and you don't know why you're emotional. Das wäre vielleicht im Deutschen übersetzt mehr die vorbewussten Emotionen. Also man weiß, man ist emotional, aber man weiß nicht, warum man emotional ist. You've got suppressed emotions. Dann haben wir die unterdrückten Emotionen. These are emotions you just try not to let out because it might be socially acceptable to shout at someone in public. Und das sind die Emotionen, die wir nicht rauslassen, weil es vielleicht nicht angebracht ist, jemanden in der Öffentlichkeit anzuschreien. Emotional expression. Dann geht es um den emotionalen Ausdruck, der hier stattfindet. Emotional conflict. Auch um emotionale Konflikte. Short-term memory. Das Kurzzeitgedächtnis. Short-term memory. Oh, sorry, I already said that. Long-term memory. Ja. Das Langzeitgedächtnis. Autobiographical or episodic long-term memory. Das autobiografische oder auch genannt episodische Langzeitgedächtnis. And long-term memory retrieval. Und Langzeitgedächtnis quasi das wieder aufrufen. Then we've got, this is the limbic format. Dann haben wir hier das Format für das limbische System, für das limbische Gehirn.
CV24 was always sort of like the cortex. CV24 is the alarm point from the central vessel. Und Zentralgefäß 24 stand immer schon für den Kortex, auch als Alarmpunkt quasi für den Kortex. Then in applied kinesiology, they started using CV23 as an indicator point for the limbic brain, and CV24 was cortex, CV23 was limbic. Und dann haben sie angefangen in applied kinesiology, in der angewandten Kinesiologie quasi den Zentralgefäß 23 herzunehmen für das limbische Gehirn. Also war immer schon Zentralgefäß 24 Cortex und Zentralgefäß 23 limbisch. And then Richard Utt came along and he sort of kind of, you know, it evolved a bit over time, but it became a combination of CV23, 24, because 24 is the alarm point, with anatomy and gland. He started using that. So this limbic format came from Richard Utt. Und dann kam eben Richard Utt entlang des Weges und hat diese beiden Punkte kombiniert und hat gesagt, naja gut, dieser Alarmpunkt mit Zentralgefäß 24 und Zentralgefäß 23 in Kombination mit Anatomie und Drüse stehen eben für das limbische System. Dieses Format kommt ursprünglich von Richard Utt. The diencephalon. Das Diencephalon, auch Zwischenhirn genannt. So the diencephalon has, you know, the main areas of the hypothalamus, the thalamus and the epithalamus. Und die Hauptbereiche sind sicher der Hypothalamus, der Thalamus und der Epithalamus. The main part of the epithalamus is the pineal gland. Und der Hauptbereich des Epithalamus ist die Epiphyse, Entschuldigung. And then in the thalamus is made up of all these different nuclei. Der Thalamus selbst besteht aus ganz vielen Kernen, das seht ihr ganz unten im Bild. And then you've got here, you can see there's the, this is called the lamina of the thalamus. Und das Weiße hier in der Mitte, das seht ihr, das nennt man die Lamina des Thalamus. And the lamina is it's like connective tissue. Und dieser Laminarbereich, das ist Bindegewebsbereich. And you can see the different nuclei that are around it. Und da seht ihr, dass sich verschiedene Kerne um diese Lamina anordnen. But within the lamina are what are called the intralaminar nuclei. So they're little nuclei that are inside the lamina of the thalamus. Und dann gibt es noch so kleine Kerne, die sich innerhalb dieser Lamina befinden. Die nennen wir dann intralaminare Kerne des Thalamus. So, important thalamic functions. Dann gibt es jetzt so wichtige thalamische Funktionen. Most of the nuclei are so-called relay nuclei. Die meisten Kerne sind sogenannte Relay-Kerne. And that's all these colored ones, and you can see they relay information to the cortex, and the cortex and nuclei are color-coded here. Und ihr seht schon, dass viele Kerne quasi so einen Farbcode aufweisen. Und diese Kerne, die unten im Thalamus farbkodiert sind, die kommunizieren quasi als Relaisstation mit bestimmten kortikalen Bereichen. Und der Kortex ist hier oben dargestellt in der gleichen Farbe wie unten diese Relay-Kerne. So yeah, most of the nuclei are relay nuclei. Das heißt, die meisten Thalamuskerne sind Relay-Kerne. And then you've got the intralaminar nuclei. Dann gibt es natürlich noch die Intralaminarkerne. And the intralaminar nuclei are, they're those ones I showed you inside here, inside the lamina. Und diese intralaminaren Kerne des Thalamus, das wären eben die, die innerhalb dieser Lamina, dieser Bindegewebsschicht im Thalamus sich befinden. They're part of the ascending reticular activating system. Die stellen einen Teil dieses aufsteigenden retikulären Aktivierungssystems dar.
des Aras. If you have a bilateral lesion, you knock out all awareness. So you can get the person goes into a coma and never comes out. Und interessant ist, dass bei einer bilateralen Läsion, heißt eine Verletzung, wenn diese Kerne komplett nicht mehr funktionsfähig sind, quasi, Knockout heißt nicht mehr funktionsfähig sind, verlieren wir unser Bewusstsein. They're postulated to be the location of consciousness in the brain, according to neuroscience. Und den Neurologen zufolge, den Neurowissenschaften zufolge, die postulieren, dass genau diese Kerne, diese intralaminaren Kerne, der Sitz des Bewusstseins ist in unserem Gehirn. Then you've got the reticular nucleus. Dann haben wir noch die retikulären Kerne. So you can see here the reticular nucleus is a nucleus that envelopes the whole thalamus and is connected to all the main nuclei of the thalamus. Und der retikuläre Kern, ihr seht es schon, ist quasi wie so ein Briefumschlag, der dieser Kern ummantelt den gesamten Thalamus und hat gleichzeitig direkte Verbindungen zu diesen ganzen wichtigen, in Farb kodierten Kernen des Thalamus. It has GABA projections. Und von dem retikulären Kern gehen GABA-Projektionen aus. Which is the inhibitory neurotransmitter. Das ist ein inhibitorischer Neurotransmitter. So in normal waking state, it modulates the flow of information through the thalamic relay nuclei. Das heißt, im normalen Wachzustand moduliert das dann quasi, wie viel Information durch diesen Thalamus hindurchfließt als Relaisstation. And this and so it it makes information, or affects the timing of information, so making sure that information as it flows through the thalamus arrives clean and crisp. Und es kümmert sich natürlich auch noch um das Timing der Information. Das heißt, wenn dann die Information durch den Thalamus durchströmt, dass diese Information ganz klar und deutlich rüberkommt, auch für den Cortex. And it's also the source of the deep sleep, slow waves, or so-called slow wave sleep in the non-rapid eye movement sleep. Und auch diese Kerne, diese retikularen Kerne, sind die Quelle der Tiefschlafwellen. Ja? Also gerade in diesem Non-REM-Zustand, im Non-REM-Schlaf. This is the diencephalon format. Hier haben wir nochmal das Diencephalon-Format. All of these ones I developed. All diese Formate ab jetzt hier, die habe ich entwickelt. And so I use the governing 26, which is the governing vessel alarm point. Und ich verwende hier Gouverneursgefäß 26 und das ist ja eigentlich auch der Gouverneursgefäß-Alarmpunkt. Then governing 23 was diencephalon. Dann haben wir in Kombination mit Gouverneursgefäß 23 das Diencephalon. And of course with anatomy and glands. So it was a variation on the limbic format that was developed by Richard Utt, and you know, the idea was because Richard developed the limbic formats but took it no further, so I could expand the model of limbic formatting to include every part of the brain. Und natürlich entstammt die Ursprungsidee von Richard Utt, weil Richard Utt hat ja das limbische Format entwickelt, was ich euch vorher gezeigt habe. Und aus diesem limbischen Format habe ich dann quasi weitere Variationen entwickelt, weil Richard Utt eben nur das limbische System formatiert hat und den Cortex. Also hier habt ihr das Diencephalon-Format auch wieder mit Anatomie mal Drüse, also gleichzeitig mit Gouverneursgefäß 26 und 23. Das ist meine Entwicklung. So consciousness. Gut, das Bewusstsein. So
So, I mean, this is kind of an interesting word actually, because it's used in many different ways and understanding. Und allein das Wort finde ich schon sehr interessant, weil es ja auf so unterschiedliche Art und Weisen verwendet wird und auch ein unterschiedliches Verständnis hat, also unterschiedlich eben verwendet wird in unterschiedlichen Bereichen. So you've got physical consciousness. Wir haben ja das physische Bewusstsein, Awakened consciousness, das erwachte Bewusstsein and then you get up into enlightened consciousness or the void. und dann gehen wir quasi noch einen Schritt nach oben und dann sprechen wir von diesem erleuchteten Bewusstsein oder auch genannt so the void. Ja. Das Nichts, the void ist so das Nichts. Ja. And then you've also got the differentiation of consciousness from the so-called divine or the void right down to the physical. Und dann haben wir natürlich auch noch so die Entwicklung von diesem Göttlichen oder the void, von dem Nichts, von diesem Bewusstsein, von ja, Nothingness, ja, runter wieder über die verschiedenen Ebenen bis hin zum Physischen. Duality. Dualität. So duality is kind of interesting. It's known as Yin Yang. Dualität ist interessant, auch bekannt als Yin und Yang. In the Bible, you have the Adam and Eve, which represents Yin and Yang in the physical form as male and female. Und in der Bibel findet ihr Adam und Eva und die repräsentieren quasi Yin und Yang im Physischen. In Indian, you've got the Kundalini of Ida and Pingala. Im Indischen habt ihr Kundalini mit Ida und Pingala. And then in Kabbalah, you've got Bina and Chokma. Und in der Kabbala habt ihr Bina und Chokma. And also you've got what I call the three pillars. Und dann gibt es noch sowas, was ich so quasi die 3 Säulen nenne. Again, in the Bible, you've got the three wise men. Natürlich in der Bibel habt ihr wieder die 3 Weisen. And, you know, you've got 3 nadis of Kundalini. Hier habt ihr die 3 Nadis des Kundalini. And the 3 pillars in the Kabbalah. Und in der Kabbala habt ihr wieder die 3 Säulen. Und natürlich in der Bibel, wir nennen sie quasi jetzt nicht die 3 Weisen, sondern die heiligen 3 Könige. Mhm. Other representations of duality. Andere Repräsentationen der Dualität. Is the lingam. Da haben wir das sogenannte Lingam. You've got the duality of conception, you know, because when we're born, we have the sperm and the ova. Wir haben die Dualität der Konzeption, denn wenn wir quasi gezeugt werden, haben wir zuerst mal das Spermium und die Eizelle. And from this you get a human being formed. Und daraus entwickelt sich ein menschliches Wesen. And this is the model of the outer body chakras or the celestial chakras. Und das wäre jetzt das Modell der außerkörperlichen oder auch genannt Himmelschakren. And here again you've got the sperm and the ova. Hier haben wir wieder das Spermium und die Eizelle. The sperm should be really small, actually. Sorry, Das Spermium sollte hier sehr klein dargestellt sein. But once they come together, you get the first cell. Und wenn sich die erstmal treffen, Spermien und Eizelle, formt sich die erste Zelle. And you can see Shushumna is already here. Und ihr seht hier bei dieser Abbildung, Shushumna ist schon da. And Ida and Pingala actually come with the sperm and the ova. Und Ida und Pingala kommen erst mit dem Spermium und der Eizelle. And then you get the first chakra, which is the placental chakra. Und dann formt sich das erste Chakra und das ist dann das Plazenta-Chakra. And this is what I call the yin yang of conception. Und das ist das, was ich Yin Yang der Konzeption nenne.
And then we can look at in the DNA. Und dann können wir natürlich noch die DNA betrachten. So the DNA actually has two strands. Und die DNA hat zwei Stränge. And it's kind of interesting because one strand actually contains the gene. Und es ist sehr interessant. Ein Strang beinhaltet das Gen. The other strand protects the genes. Und der andere Strang schützt das Gen. That's just a picture. I like it. So. Und es ist einfach ein Bild, das mag ich sehr gerne. Okay. So enlightenment. Erleuchtung. So this is when your Kundalini raises and you go into consciousness. Das ist, wenn das Kundalini aufsteigt und ihr zu einem wahren Bewusstsein kommt. This is all Samadhi, as it's known in India. In Indien spricht man dann von diesem hohen Bewusstsein als Samadhi. Or communion with God in the Kabbalah. Oder in der Kabbala spricht man von der Einheit mit Gott. The Garden of Eden. Oder der Garten Edens. Well, it's in Judaism as well, but it's like what's interesting with Adam and Eve. It's like they get you know, there's the apple which represents the temptation, and so the duality is thrown out of the Garden of Eden, and then they try to get back in. So it's really a myth of representing the journey of trying to find enlightenment. To get back into the Garden of Eden actually represents the enlightened state, or looking for the enlightened state. So the Garden of Eden represents enlightenment. Und bei den Christen ist es ja so, dass der Garten, das Edens Garten quasi diese Erleuchtung repräsentiert. Und es war schon interessant so mit Adam und Eva, dass quasi dieser Apfel die Versuchung dargestellt hat. Und sie dann quasi von diesem Garten von Eden, von dieser Erleuchtung quasi rausgeworfen wurden. Und dieser Versuch, wieder diesen Garten von Eden zu erreichen, da wieder reinzukommen in dieses Reich, ist quasi der Versuch, in die Erleuchtung zu gehen. Now let's talk about dimethyltryptamine. Jetzt lasst uns mal über Dimethyltryptamin sprechen. This is a picture of it. It's derived from the amino acid tryptophan. Und wird hergestellt aus der Aminosäure Tryptophan. Und da seht ihr ein Bild davon. And so you can see it's got these two methyl groups up here. Und es hat hier hinten diese zwei Methylgruppen dran gehängt. So this is why it's called dimethyltryptamine. Und deswegen nennen wir es auch Dimethyltryptamin aus diesen zwei Gruppen in. And you can see the carboxylic acid group is taken off first. Und ihr seht, dass im ersten Schritt die Carboxylgruppe hier hinten entfernt wird. And so when you take the carboxylic acid group off, this is tryptamine, and then you methylate it twice. Und wenn ihr die Carboxylgruppe quasi wegnehmt, habt ihr das Tryptamin und dann ist es quasi doppelt methyliert. And you can see here, this is serotonin. Hier habt ihr Serotonin. It's got this hydroxy group on the 5th carbon. Und es hat auch diese Hydroxygruppe am 5. Kohlenstoffatom. And this is why it's called the 5-hydroxy name comes from. Und daher kommt überhaupt dieses 5-Hydroxy. Okay. Recently, I was looking at other similar molecules to DMT. Und kürzlich habe ich mich mit anderen sehr ähnlichen Molekülen, also ähnlich dem DMT-Molekülen beschäftigt. This is psilocybin, which is the active ingredient of hallucinogenic mushrooms. Und hier habt ihr quasi die Formel für das Psilocybin.
Und das wäre quasi auch in diesen Magic Mushrooms zu finden. Das wäre quasi die aktive Substanz da drin. And you can see it's got the dimethyl groups here. Und ihr seht hier die Dimethylgruppe hier hinten. Hier habt ihr sie wieder. And the only difference to psilocybin and tryptophan, it's got a hydroxy and then a phosphate group added to it on the fourth. Und der einzige Unterschied hier zu dem Psilocybin im DMT wäre quasi hier diese Hydroxygruppe, die hier noch mit dran ist. So which one you said it has? It has a hydroxy group and a phosphate group on the fourth carbon. Eine Hydroxygruppe und eine Phosphorgruppe am 5. Kohlenstoffatom. Das ist der einzige Unterschied. Fourth. Am 4., Entschuldigung. Vorher hatten wir das 5. Kohlenstoffatom. Hier ist es am 4. This is the 5th. This is where, if you look here, that's the 5th. It's on this one here. Genau, also hier hatten wir ja das 5. am DMT. Yeah, that's on the serotonin, you've got the 5th, but you know. Serotonin haben wir die 5. gehabt, 5. Kohlenstoffgruppe. Hier haben wir die 4. So then you've got mescaline. Dann habt ihr noch das Mescalin. So whereas psilocybin and DMT are derived from tryptophan, mescaline is actually derived from tyrosine. Und während das Psilocybin und das DMT vom Tryptophan hergeleitet wird, wird das Mescalin, you said what? The mescaline gets... It's derived from tyrosine. Wird vom Tyrosin hergeleitet. And you can see it's got 3 methyl groups added to 3 hydroxy groups. Also 3 Methylgruppen sind hier quasi angeschlossen, auch zu dieser jeweils immer an die Hydroxygruppe dran. So this is the active ingredient of the peyote cactus. Und das wäre jetzt so quasi diese aktive Substanz in diesem speziellen Kaktus, der auch für Halluzinogene sorgt. Ja? It's called peyote. Peyote, ja. Hat jetzt noch nicht so viel zu tun mit dem Kaktus. And then I looked up LSD. I thought that would be interesting, lysergic acid diethylamide. Und dann habe ich natürlich noch LSD nachgeschaut. Und das ist quasi dieses lysergisch Säurendithylamid. Ethylamide. Ja. Ethylamide. So ethyl has got two. This is an ethyl group because there's a carbon here. So there's 2 carbons in an ethyl group where methyl is 1. Hier ist eine Ethylgruppe und da sind 2 Kohlenstoffatome hier mit dran. And there's a methyl group down there as well. Und hier ist auch noch eine Methylgruppe hier unten am Stickstoff dran. And so this is a synthetic substance. Und das hier wäre jetzt eine synthetische Substanz, synthetisch hergestellt. So, I mean, I just added those in because I thought it was interesting to compare. Und ich habe das jetzt einfach noch mit eingefügt, weil ich es sehr interessant fand, ja. Because they all work on the same serotonin receptors. Weil die alle, die ich jetzt vorgestellt habe, am selben Serotoninrezeptor wirken. So DMT is a hormone produced in the pineal gland. DMT ist jetzt ein Hormon, welches in der Epiphyse produziert wird. The tryptophan is converted to tryptamine. Das Tryptophan wird eben umgewandelt in das Tryptamin. So it's decarboxylated, they say, because the carboxy group is taken off. Das nennt man dann das dekarboxyliert, weil einfach die Carboxylgruppe entfernt wird. And then converted to DMT by a methylation reaction happening twice. Und es wird dann weiter umgewandelt in DMT über einen Methylierungsprozess, der gleich doppelt hier stattfindet. Then it is the active hallucinogenic ingredient of ayahuasca. Das DMT ist eben auch die aktive Halluzinogen in dem Ayahuasca. Mm-hmm. It binds to specific serotonin receptors.
Das ist quasi so ein Trank, ein südafrikanischer. Dann, es bindet zu verschiedenen Serotoninrezeptoren, das DMT. And, and what's interesting, because I was looking into it again, you know, for the first time recently, is so this is some new information that the 5-HT2A receptor is found a lot in the visual cortex, and it gives the hallucinogenic properties of all the hallucinogens, including DMT. Und was ich mir erst kürzlich angesehen habe, und ich fand das sehr spannend, ist die Funktion quasi des 5-HT2A-Rezeptors. Und der wird sehr häufig im visuellen Kortex gefunden, oder der wird überhaupt im visuellen Kortex gefunden. Und das kann quasi diese halluzinogenen Eigenschaften des DMTs gut erklären. So the 5-HT4 serotonin receptor is of interest. Was uns auch noch sehr interessiert, ist der 5-HT4 Serotoninrezeptor. Because there's high levels of these receptors in the intralaminar nucleus of the thalamus. Weil speziell da von diesem Rezeptortyp sehr, sehr hohe Level im intralaminaren Kern des Thalamus gefunden werden. It leads to a pre-samadhi state of consciousness. Das führt zu so einer Vorstufe, zu einem Prä-Samadhi-Zustand des Bewusstseins. It leads to long-term inhibition of hyperpolarization, which basically blah, blah, blah. What that means is the neurons are activated for longer. Und es führt quasi auch dazu, dass Neurone im Gehirn länger aktiviert werden. Also steht hier, es führt zu einer Langzeitinhibierung der Hyperpolarisation. Aber das heißt nichts anderes übersetzt als, es gibt quasi ein höheres Erregungsniveau und die Neuronen werden länger aktiviert. This could be a form of long-term synaptic plasticity in the brain. Und es könnte eine Form darstellen für die langzeit-synaptische Plastizität, Formbarkeit des Gehirns. So the 5-HT4 serotonin receptor is associated with cognition, learning, memory, emotional processes, reward. Also dieser 5-HT4-Serotoninrezeptor ist beteiligt bei der Kognition, beim Lernen, Gedächtnis, emotionale Prozesse, Belohnung. And also in the intralaminar nucleus, because that's where consciousness is said to exist in the brain. Und natürlich auch in den interlaminaren Kernen, weil wir ja sagen, Bewusstsein existiert im Gehirn. They appear to be, my idea is that the activation of these serotonin receptors is a form of that lifting your conscious up to that pre-samadhi level where you've still got the duality existing. Und meine Idee dabei wäre quasi durch die Aktivierung dieser Rezeptoren in diesen Gehirnbereichen wäre quasi zu einer Erhöhung des Bewusstseins zu kommen. And you can see there's other functions of the 5-HT4 receptor. Und ihr seht, da gibt es noch weitere Funktionen des 5-HT4-Rezeptors. Connected with acetylcholine and the cholinergic system and outside the hippocampus. Hat zu tun natürlich mit dem Acetylcholin, mit den cholinergen Rezeptoren, mit Alzheimer. Something else is it? Hippocampus. Hippocampus, genau. So I've got this little balance for, I mean, obviously we have much more complex balances. Ja, dann haben wir hier so eine kleine Balance. Jetzt erstmal nur so als Idee. Natürlich gibt es viel komplexere Balancen im NK-System. You test and correct the teres major. Ihr könntet jetzt hier an der Stelle einfach den teres major testen und korrigieren. Because that's governing vessel.
weil der steht ja für das Gouverneursgefäß. So we use the diencephalon format as a general way to access the thalamus, specifically the Intralaminar Nuclei. Und dann würden wir quasi das Diencephalon-Format hier verwenden als generellen übergeordneten Kern. Und der wird hier an der Stelle quasi auch indirekt stehen für die interlaminaren Kerne des Thalamus. You retest the teres major. Auf dieses Format überprüft ihr nochmal den Teres major Muskel. Correct as necessary. Korrigiert den natürlich, wenn notwendig. In hormone mode. Dann könnt ihr den Hormonmod eingeben. And so this is the way we'll access the dimethyltryptamine. Das wäre jetzt die Art und Weise, wie wir das Dimethyltryptamin ansteuern würden. And the idea is that because we can make it in the pineal gland, so this is not, I'm going to take it as like a drug or anything. It's basically dimethyltryptamine is a hormone. We actually have the pathways to make it. We just need the two enzymes to do it produced in the pineal gland. Und natürlich hat das jetzt hier gar nichts mit irgendwelchen Drogen zu tun, ja, sondern das Dimethyltryptamin wird von unserer Epiphyse auch produziert, ganz körpereigen. Und es braucht nur zwei Enzyme, die da dran wirken, um quasi Dimethyltryptamin zu erzeugen. Und das wäre hier das, was ich ansteuern würde. Then you retest the teres major. Dann überprüft ihr wieder den Teres major. Correct as necessary. Korrigiert, wenn notwendig. Then we do the hormone and receptor mode. Dann gebt ihr Hormon- und Rezeptormod ein. And so this will be for the 5-HT4 serotonin receptor. Das steht dann stellvertretend für den 5-HT4 Serotoninrezeptor. Retest the teres major. Auch hier wieder würdet ihr den Teres major überprüfen. And correct as necessary. Und korrigieren, wenn notwendig. Then you've got the Samadhi model. Und dann haben wir natürlich noch Samadhi, das Samadhi-Modell hier. So my idea for this, it must be the complete, to go into Samadhi or where the brain completely shuts down, must be similar to the non-rapid eye movement sleep where you go into this slow wave sleep. Und meine Idee dafür ist es quasi, es muss so ein ähnliches Modell geben, weil es geht ja um ein komplettes Runterfahren des Kortex. Und das ist ja auch das, was quasi in diesem Non-REM-Schlaf passiert. Also es muss ähnlich ablaufen. But the non-REM sleep is an internal physiological mechanism happening when you sleep as you go through your sleep cycles from non-REM to REM sleep. Und dieser Non-REM-Sleep, das ist ja quasi ein internaler physiologischer Mechanismus, der ganz automatisch als zirkulär quasi passiert. Ja? Und das wird gesteuert durch den retikulären Kern. Yeah, and so this is mediated by the reticular nucleus of the thalamus. Genau, also gesteuert wird dieser automatische internale Mechanismus durch den retikulären Kern des Thalamus. But Samadhi is only possible through spiritual development and raising of Kundalini. So, you know, when you go into the Samadhi state, you only can do that because you're in that, you've done the development spiritually and work spiritually to be able to exist in that state. Aber in diesen Samadhi-Zustand kann man eigentlich nur kommen über spirituelle Weiterentwicklung und der Erhöhung der Kundalini-Energie, dieses aufsteigenden Kundalinis. Das heißt, ihr müsst euer Bewusstsein weiten und euch weiterentwickeln, um in diesen Samadhi-Zustand, um in diesen höchsten Zustand zu gelangen. It's beyond duality. Also es liegt über dem Wahrnehmen der Dualität. So my idea is that the reticular nucleus of the thalamus must be activated, but not by an internal mechanism such as an NREM sleep, by spiritual development. Das heißt, meine Hypothese ist wieder, es muss sich irgendwie
entwickelt haben quasi aus diesem, irgendwie kommt ja schon von diesem Non-REM-Sleep, aber es muss quasi eine Weiterentwicklung gegeben haben. Über den retikulären Kern auch des Thalamus. So we've got a balance here. Wir haben da eine weitere Balance für den Samadhi. So again, it's going to do the teres major, the government vessel. Auch hier wieder für das Gouverneursgefäß, teres major. Then we do diencephalon format, but this time it's because we really want to access the reticular nucleus of the thalamus. Und hier auch wieder das Diencephalon-Format. An der Stelle wollen wir aber den retikulären Kern des Thalamus ansprechen. So you retest the teres major and correct as necessary. Dann testen wir quasi wieder den teres major und korrigieren, wenn notwendig. Then you do the neurotransmitter mode. Dann gibt ihr hier an der Stelle den Neurotransmitter-Mode ein. Hormonmod tiefer Druck. Yeah, this is for GABA. Das steht dann für GABA an der Stelle. So then you retest the teres major. Wir testen wieder den teres major. Correct as necessary. Wieder korrigiert, wenn notwendig. Then you do the neurotransmitter and receptor mode for the GABA receptor. Dann an der Stelle würdet ihr den Neurotransmitter-Mode eingeben, zusammen mit dem Rezeptor-Mode. Ja, das ist alle 5 Finger zusammen für den GABA-Rezeptor. And then you retest the teres major. Und dann überprüft ihr wieder den teres major. So there are 2 balances that you can have for the balancing consciousness in the thalamus. Und da gibt es jetzt eben diese 2 Balancen, die ihr haben könnt, um das Bewusstsein quasi zu balancieren, auch was im Thalamus stattfindet. So as I did last week, I will allow you. Does anyone got any questions? I've allowed people to unmute themselves. So wie auch letzte Woche erlaubt ihr euch jetzt quasi eure Stummschaltung wieder aufzuheben. Also wenn Fragen sind, dann könntet ihr jetzt gerne stellen. Eure Stummschaltung ist aufgehoben. Ihr müsst jetzt quasi nur draufklicken. Gibt es Fragen? Schauen wir im Chat. Just so you know, I mean, I've just made this very, because it's a free webinar, I've just put very basic things in there, and then people are commenting about more detailed formats, and I'm not really putting detailed formats here in this balance. Ja, also nur um es auch nochmal klarzustellen, das wären natürlich jetzt die Basisformate, und das war mir auch ein Anliegen, einfach euch auch die Basis hier zu vermitteln. Natürlich gibt es auch noch detailliertere Formate, auch für die einzelnen Kerne, aber das ist jetzt auch nicht Teil hier dieses Vortrags, genau. Weil es Leute einfach... If you want any of these things, you should do the relevant courses, and no one please type things in the chat. Also wichtig an der Stelle wäre mir natürlich auch, dass die Leute dann, wenn es euch weiter interessiert, kommt und besucht die einzelnen Kurse, die da auch dazu passen, ja, und tippt bitte die Formate nicht einfach in den Chat rein, die Leute, die die Kurse schon gemacht haben. Okay. Could I ask a question? Well, it depends. Go on. Well, you did mention the receptor mode, and someone typed something in the chat, which may or may not be the receptor mode. So I mean, if you're going to put things in the formats for a certain balance, it seems like. Okay, so obviously you haven't studied NK then. Pardon me?
You haven't studied NK, you don't know receptor mode? I didn't learn receptor, but I did do brain formatting, and I've done LEAP, and I've done a lot of other courses. So. Oh, well, I mean, I think Charles uses it in LEAP. Alexandra's showing it. I can't see her. Talk, Alexandra, it's on speaker view. Okay, so that's just the receptor mode, all the 5 fingers together. Also Receptor Mode, ich habe es mehrmals auch im Vortrag immer wieder gezeigt, ich weiß nicht, ob ihr es sehen konntet, einfach die Hand, 5 Finger zusammen, das ist der Receptor Mode, das ist alles. Ja. Und hier habt ihr nochmal, was er auch erwähnt hat, den Hormonmode, und Neurotransmitter ist einfach Hormonmode tiefer Druck, also einfach diese beiden tief zusammen. Hormonmode. Yeah, I did learn, yeah. Genau. Thank you for the receptor mode. Genau. You're welcome. So there's a question, when would you use the pre-samadhi balance? They both, you know, both the balances are basically about when you want to look at the spiritual aspects of issues. Man könnte es quasi jederzeit oder immer verwenden, weil es geht ja darum, das Bewusstsein zu erhöhen. Also das sind jetzt zum Beispiel auch Balancen, die ich sehr, sehr häufig in meiner Praxis verwende, egal bei welchem Thema, weil es geht ja immer darum, das Bewusstsein etwas höher zu kriegen, und egal bei welchem Thema, ja, ob es jetzt was Körperliches ist, ob es was Emotionales ist, was auch immer quasi die Fragestellung ist, es immer gut, wenn wir das Bewusstsein nach oben bringen über etwas Bestimmtes. Kann ja auch eine Allergie sein. Okay. Gibt es noch Fragen? Okay, if there's no more questions, I'll see everyone next week. Okay, also wenn es keine Fragen mehr gibt, dann sehen wir uns nächste Woche. Und